Die Amerikaner wollten den Bunker sprengen. Die Bremer wollten ihn zuschütten. Die Bundeswehr hatte ihn von der Landkarte getilgt. Doch er steht. Und er steht wohl für die Ewigkeit. Hitlers U-Boot-Bunker Valentin in Bremen. Ihr Schicksal war lange in Vergessenheit geraten. Das der Sklavenarbeiter vom Bunker Valentin. Überall findet man ihre Fußabdrücke. Es sieht so aus, als wären sie ständig gerannt über den noch nassen Beton. In nur 22 Monaten mussten Zwangsarbeiter aus ganz Europa, mitten im Zweiten Weltkrieg, das größte Rüstungsprojekt der Kriegsmarine hochziehen. 4 Fußballfelder lang, 33 Meter hoch. 97 Meter breit. U-Boote wie am Fließband sollten hier entstehen. Tief im Deutschen Reichsgebiet, im Bremer Stadtteil Farge, mussten Häftlinge Zwangsarbeit und schlimmste Erniedrigung ertragen. Was man über Farge berichten kann, ist die Sache des Todes. Die schlimmste Erfahrung, die ich habe und die mich nachts heimsucht, ist, den Hund in Farge gemacht zu haben. Warum habe ich den Hund gemacht? Wir waren mehrere Kameraden und wir sahen immer den SS-Hund, der im Lager spazieren ging. Dieser Hund war ziemlich groß und wir krepierten vor Hunger. Also beschlossen wir, den Hund zu töten. Je weiter der Krieg fortschritt, desto weniger bekamen die Häftlinge zu essen. Eine dünne Suppe, einen Kantenbrot. Diese Bilder hat der Kreisfilmberichterstatter der NSDAP, Johann Seubert, gemacht. Im Auftrag der Marine sollte er das Großprojekt filmisch dokumentieren. Ab und zu gerieten auch die Zwangsarbeiter vor seine Kamera, ohne dass Seubert Gespür für die Notlage der Menschen erkennen ließ. So entging ihm vermutlich, dass einer der hungrigen Männer die Konzentration seiner Kameraden auf die Filmaufnahmen dazu nutzte, ein Stück Brot zu stehlen. Wir haben im Lager eine Reihe gebildet und Pierre Béraud hat sich ganz vorne hingestellt, um den Hund zu töten. Er hat den Hund gerufen. Der Hund kam, um ihn zu beißen, aber er hat sich einen Zementsack um den Arm gebunden. Mit der Klinge, die ich geschärft hatte, hat er den Hund getötet. Er schaffte es innerhalb kürzester Zeit, den Hund zu zerlegen und nichts ist von dem Hund übrig geblieben. Natürlich merkte der SS-Mann, dass er seinen Hund nicht mehr hatte. Wir mussten zum Appellplatz stramm stehen. Man hielt uns eine Moralpredigt. Der den Hund genommen hat, der sollte sich selbst denunzieren und so weiter. Sie können sich ja denken, dass sich keiner gemeldet hat. Das Ergebnis war, dass die SS mit dem Lagerkommandanten durch alle Reihen gegangen ist und uns gemustert hat. Und ich wurde ertappt, weil ich noch etwas Blut im Mundwinkel hatte. Von diesem, wie soll ich es sagen, rohen Fleisch. Am Ende wogen die Häftlinge nicht mehr als die Zementsäcke, die sie stemmen mussten. Bis zu 10.000 Menschen arbeiteten hier Tag und Nacht. Die meisten davon Zwangsarbeiter. Die gefährlichsten Arbeiten mussten die KZ-Häftlinge erledigen. Die Baustelle zog sich mit ihren Anlagen bis weit ins Hinterland. Überall finden sich noch Spuren, die heute überwuchert sind. Markus Meyer von der Gedenkstätte Bunker Valentin ist auf dem Weg zu den sogenannten Mischern, die den Beton in langen Rohren auf das Dach gepumpt haben. Eine waghalsige Konstruktion, wie die historischen Aufnahmen zeigen. Das sind die Überreste von sehr großen Betonmischanlagen. Der Beton hier auf der Nordseite wurde im Grunde genommen von Hand angerührt
Und eine der zentralen Aufgaben der Häftlinge war es, 50 Kilo schwere Zementsäcke in diese Mischanlagen zu füllen. Es gibt zu diesen Anlagen die Geschichte des Häftlings Raymond Portefeuille, der beschreibt, wie hier vor Ort das Zementkommando gearbeitet hat. In so eine Anlage gingen 300 Sack Zement pro Stunde. Es gab 10 Häftlinge pro Mischer und es ist klar, dass das unmöglich war, diese Menge in diesen Mischer zu bekommen, weswegen Portefeuille das auch eine Bestie, deren Hunger nie gestillt wird, nennt. 1938 im Bremer Freihafen. Die U-Boote der Kriegsmarine dümpeln noch am Liegeplatz. Tatsächlich konnte man mit diesen Booten nicht sehr tief tauchen und das auch nur für kurze Zeit. Die Alliierten konnten die U-Boot-Flotte der Deutschen im Krieg schnell ausschalten. Der Bunkerbau war die direkte Konsequenz. Deswegen wurde ein neuer U-Boot-Typ entwickelt, der sogenannte Typ 21, der unter U-Boot-Experten als das erste eigentliche richtige U-Boot gilt. Und diese Boote mussten natürlich in kurzer Zeit in hoher Stückzahl produziert werden. Und weil die Lufthoheit zu diesem Zeitpunkt längst in Händen der Alliierten lag, musste die U-Boot-Produktion verbunkert werden. Originalpläne aus der Bauzeit, gezeichnet vom Berliner Ingenieursbüro Agatz, Bock und Meyer. Viele Details kann man anhand der Pläne nachvollziehen, doch das meiste bleibt rätselhaft. Wir stehen oft an bestimmten Stellen des Bunkers, fragen uns, warum ist hier eine Einlassung, warum ist hier eine Metallleiter, weil wir im Grunde genommen nur diese Skizzen haben, diese Draufsichten, aber keine Hochbaupläne. Erich Metz dürfte einer der letzten sein, der solche Fragen beantworten kann. Er kam 1944 mit 17 Jahren aus Süddeutschland nach Bremen-Farge als Lehrling einer Baufirma. Fast ein Jahr lang blieb er an Ort und Stelle. Er war direkt auf der Baustelle in einer Wohnbaracke untergebracht. Im hinteren Teil des Bunkers sieht es noch so aus, als sei der Krieg gerade erst vorbei. 3 mächtige Hallen stehen nebeneinander. Hier ist es immer kalt und dunkel. Besucher dürfen normalerweise nicht hinein. Der junge Erich Metz war Tag und Nacht auf der Baustelle unterwegs, fasziniert und begeistert von der technischen Herausforderung. Was schade ist, man sieht die Ausstattung, die Eingeweide dieser Halle, die sieht man nicht mehr. Dann hätte man ein besseres Verständnis, in welchen Verfahren und auf welchen Ebenen das ablief. Man braucht schon Fantasie, um sich das vorzustellen. Die U-Boote sollten hier nicht gebaut, sondern entmontiert werden. Die mächtigen Einzelteile, die Segmente, sollten in einem bestimmten Taktverfahren auf Montagestraßen verschweißt werden. Alles ging hier an den großen Segmenten durch diese Öffnung und von diesem zentralen Punkt hat sich das je nach Arbeitsablauf verteilt. Die Segmente wurden zunächst bei den Werften hier, Bremer Vulkan und noch eine andere Werft, den Namen ist mir nicht geläufig, die wurden hier hergestellt. Die Werften waren spezialisiert auf bestimmte Segmente. Die andere Werft, das war die AG Weser. Dort finden die Amerikaner nach dem Krieg die U-Boot-Trümmer. Das Besondere am U-Boot Typ 21 war die mächtige Batterie, die es dem Boot erlaubt hätte, länger unter Wasser zu bleiben. Hunderte Segmente fielen den Amerikanern in die Hände. Das macht deutlich, wie nah die Deutschen ihrem Ziel schon waren, in die Massenproduktion einzusteigen. Und so war die Produktion gedacht. Einmal angelegt